Schmerzen am Ellenbogen, die einfach nicht weggehen und manchmal so schlimm sind, dass sie bis ins Handgelenk ausstrahlen? Wenn das dein Fall ist und du aktiv etwas dagegen tun willst, um weniger Schmerz, mehr Kraft und Bewegung zu erreichen, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Schmerzen an der Außenseite vom Ellenbogen kommen häufig von einer Überreizung der Sehnen. Wichtig ist, es handelt sich nicht um eine typische Entzündung der Sehneansatz. Die Muskulatur ist auch nicht extra verspannt oder sowas, sondern eine ungünstige Veränderung der Ansatzstelle von der Sehne an den Oberarmknochen. Wenn du die Muskulatur von den Unterarm anspannst, um deine Hand zu heben oder zum Beispiel um etwas aufzumachen wie eine Dose oder ein Glas, dann musst du immer in der Streckung gehen vom Handgelenk. Bei Anspannung von deinem Unterarmmuskel, um dein Handgelenk zu strecken, muss die Muskulatur eine Spannung aufbauen und diese Kraft wird dann auf dem Knochen über die Sehne weiter übertragen. Wenn du immer wieder die gleiche Bewegung machst, sei es mit einer geringen Intensität oder wiederholt etwas heben und beugen musst, dann kann es sein, dass dieser Sehneansatz sich verändert. Es passieren Mikrotraumen, Mikroverletzungen an der Ansatz, wodurch das Gewebe sich verändert und Schmerzen auslöst. In 90% der Fälle, die Sehne, die gereizt ist die Sehne von den Musculus extensor carpi radialis brevis. Und diesen Muskel, der setzt auf die Außenseite von dem Ellenbogen, geht dann über eine breite Sehne bis nach unten zu der Basis von dem dritten Finger. Wenn diese Sehne zu gereizt ist, kann es gut sein, dass die Schmerzen sich dann in den gesamten Verlauf bis zum Handgelenk ausstrahlen. Und was du machen kannst, um deine Schmerzen loszuwerden? Prinzipiell geht es nur um zwei Sachen. In erster Stelle ist es wichtig, dass du die Belastung auf der Sehne reduzierst. Das heißt, Tätigkeiten oder Aktivitäten, in denen du vermehrt die Hand strecken musst, sei es beim Tippen, beim Maus oder im handwerklichen Bereich, diese Aktivitäten solltest du vermeiden bzw. etwas reduzieren. Versuche in deinem Alltag, wenn du die Hand für deinen Beruf brauchst, mehr Pausen einzulegen oder andere Sachen zu machen, um deine Hand etwas zu schonen. Ohne diese Teilschonung bekommst du diese Überreizung einfach nicht runter. Außerdem, wenn du Hobbys hast, wo du vermehrt deine Hand nutzt, wie zum Beispiel Gärtnern oder Schraubenziehen oder Stricken, diese Aktivitäten solltest du in den nächsten 4 Wochen etwas zurücknehmen. Ich weiß, es scheint unmöglich zu sein. Aber denk dran, um die Sehne sich anpassen zu können, musst du im Gleichgewicht kommen, was die Belastung angeht und die Belastbarkeit der Sehne. Wenn du die Überbelastung nicht runterfährst, dann kann die Sehne sich auch nicht regenerieren. Und das Zweite und genauso wichtig für die Behandlung ist die Dehnung und die Stärkung dieser Muskulatur. Weil nur so wird die Sehneansatz auch stärker und belastbarer. Und welche Übungen das sind, das zeige ich dir jetzt. Diese Übungsroutine, was ich dir jetzt zeige, die dauert nur ein paar Minuten. Wichtig ist, dass du diese Übung bzw. diese Routine an mindestens 5 Tage in der Woche durchführst. Der wichtigste Parameter, um zu schauen, ob die Intensität des Trainings das Richtige für dich ist, sind immer 24 Stunden später. Das heißt, wenn du während der Übung Schmerzen hast, wenn man von 0 bis 10, und 10 ist wirklich das schlimmste vorstellbare Schmerz, wenn du im Bereich von 0 bis 5 bist, ist es okay. Wichtig ist, bis den Tag danach müssen deine Schmerzen eher abnehmen. Aber du darfst nicht vergessen, dass du auch die anderen Aktivitäten von deinem Tag mit einbeziehen musst. Das heißt, versuche die Bewegungen, die die Schmerzen auslösen, etwas zu reduzieren, damit du auch diese Übungen machen kannst.
Und als erstes geht es um die Dehnung der Unterarmmuskulatur. Insbesondere um die Dehnung von den Musculus extensor carpi radialis brevis. Und wie gesagt, der geht von den Oberarmknochen, das heißt, dein Ellenbogen soll jetzt gestreckt werden. Da er auf der oberen Seite von dem Handgelenk geht, solltest du als erstes dein Handgelenk nach unten drehen, so dass deine Handfläche Richtung Boden zeigt. Der Ellenbogen bleibt weiterhin komplett gestreckt und als nächstes bringst du dann deine Hand nach unten und einen kleinen Tick nach außen. In dieser Position mit den Unterarm komplett nach unten gedreht, Ellenbogen komplett gestreckt, müsstest du am meisten die Dehnung spüren. Wenn du das noch aushalten kannst, versuche noch zusätzlich die Finger mitzunehmen. Dabei darfst du aber nicht die Handgelenk strecken. Halte diese Dehnung für 30 Sekunden, lass es dann wieder los. Mach eine Pause vor ungefähr 30 bis 45 Sekunden und wiederhole das Ganze dreimal. Nachdem du die Dehnung dreimal wiederholt hast, geht es nun um die Querfriktion. Querfriktion bedeutet eine Reibung an den Sehnenansatzbereich. Und quer, weil sie im Muskelverlauf, das heißt der Muskel geht ja von oben nach unten und du wirst jetzt quer von innen nach außen diese Reibung ausüben. Am besten setzt du dich am Tisch hin, sodass du deinen Ellenbogen erstens in 90 Grad beugen kannst und das zweite, dass der Unterarm nun komplett nach oben gedreht ist. Deine Handfläche soll jetzt Richtung Decke zeigen. Lasse deinen Unterarm in diese Position und jetzt platzierst du Zeigefinger und der Mittelfinger übereinander. Suche an der Außenseite von deinem Ellenbogen der Punkt, wo dir es am meisten wehtut. Und jetzt reibst du von außen nach innen hin. Mit ein bisschen Druck, lass es dann wieder los und wiederhole das Ganze. Wenn dieser Sehneansatz, wenn die gereizt ist, dann wirst du das auch spüren. Das heißt, diese Technik ist auch schmerzhaft. Das heißt, du wiederholst diesen Druck, diese Reibung, so lange, bis der Bereich etwas betäubt ist. Und es kann gut 5 Minuten dauern. Bleibe so lang, bis es nicht mehr so schmerzhaft ist. Und wenn du diesen Punkt erreicht hast, wo es nicht mehr so schmerzhaft ist, dann ist es der richtige Zeitpunkt, um die Übungen zu machen. Die richtigen Übungen passend zu dem jeweiligen Beschwerdenbild zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Genau das versuche ich in diesem Kanal zu tun. Wenn du wissen willst, wie du zu Hause mit einfacher Übung Schmerzen lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Videos für deine Gesundheit. Und nun zu der Übung. Es geht nur darum, dass du diese einen Muskel bzw. diese Sehne wieder belastbar machst. Und eine Studie hat gezeigt, dass genau diese Übung die beste Methode ist, um diesen Sehneansatz wieder belastbarer zu machen. Dafür solltest du dich hinsetzen, dein Ellenbogen soll komplett gestreckt sein. Im besten Fall kannst du den Unterarm auf einen Yoga-Block oder ein paar Kissen platzieren. Wichtig ist, dass dein Handgelenk frei ist. Als erstes drehst du deine Handfläche komplett nach unten, so dass deine Hand komplett nach unten zeigt. Der Ellenbogen bleibt komplett gestreckt und jetzt nimmst du ein Gewicht in der Hand. Du beginnst die Übung, indem deine Hand in der Streckung ist, das heißt nach oben, greifst das Gewicht und jetzt lässt du wirklich sehr, sehr langsam die Hand nach unten gleiten. Und dieses sehr langsam heißt 15 Sekunden. Wirklich in Zeitlupe, komplett nach unten, die Bewegung abbremsen, bewusst noch ein bisschen in die Beugung reingehen, dein Ellenbogen bleibt gestreckt und dann 50 Sekunden ganz, ganz, ganz langsam die Hand nach oben strecken.
wirklich langsam, bis du in die Ausgangsposition wieder zurückgehst. Das heißt, die komplette Streckung des Handgelenks. Wenn du oben angekommen bist, jetzt ist der Trick, jetzt bleibst du in dieser Position für 45 Sekunden. Lass nicht das Handgelenk nach unten, halte das Gewicht 45 Sekunden lang. Am besten stell dir eine Uhr hin, wo du diese Zeit tatsächlich beobachten kannst. Du wirst deutlich spüren, dass es an der Sehne bzw. die gesamte Muskulatur jetzt arbeitet. Wenn die Zeit vorbei ist, beginnst du die nächste Wiederholung. Das heißt, Ellenbogen komplett gestreckt, Unterarm, Handfläche zeigt Richtung Boden, Handgelenk ist frei. Beginn die Übung von oben und lasse dann in Zeitlupe das Gewicht nach unten. Wirklich ganz, ganz langsam. Es geht hier um diese Geschwindigkeit. Unten angekommen, spannst du dann ganz langsam die Muskulatur wieder an, um die Hand zu strecken. Wirklich langsam. Oben angekommen, 45 Sekunden in der Position bleiben. Diese Übung ist extrem anspruchsvoll. Vor allem, wenn du wirklich Akutbeschwerden hast, kann es sehr gut sein, dass du zu Beginn nicht mal mit Gewicht arbeiten kannst. Das heißt, in der ersten Woche ist es komplett okay, wenn du die Übung auch nur gegen die Schwerkraft ausüben kannst. Du beginnst die Übung mit der gestreckten Hand und lässt dann die Hand ganz langsam nach unten gleiten, wirklich langsam. In der Position wirst du eine Dehnung von den Muskeln spüren und gehst du dann in die aktive Anspannungsphase nach oben. Oben angekommen, bleibst du in der Position für 45 Sekunden. Diese Übung solltest du jetzt für mindestens 10 Wiederholungen durchführen. 10 Mal hintereinander mit dieser Geschwindigkeit. Deshalb ist es wichtig, dass du zu Beginn vielleicht nur gegen die Schwerkraft arbeitest, weil nur dann kannst du auch die 10 Wiederholungen durchführen. Nachdem du die erste Serie durchgeführt hast, dann solltest du mindestens 1 Minute bis zu 90 Sekunden Pause einlegen. Diese Pause ist wichtig, damit sie die Muskulatur und die Sehne an die Belastung anpassen kann. Wiederhole das Ganze für 3 Serien. Bei diesem Übungsprotokoll geht es darum, die Muskulatur kräftigen, indem man jetzt in die exzentrische Phase, das heißt die Hand nach unten lässt, aber auch nach oben arbeitest und zuletzt das Halten. Eine Studie hat gezeigt, dass genau diese Art von Übung und nur diese 2 Übungen effektiv sind, um die Schmerzen zu lindern. Innerhalb von 1 Monat hatten 80% der Patienten deutlich weniger Schmerzen. Wichtig ist, führe diese Übung 5 Mal in der Woche durch und reduziere deine Nebenbelastung. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!